Stopp, Lukas. Halt an. Riechst du das? Oh ja, das ist der Duft von Deutschland am Morgen. Frisches Brot, warme Brötchen, Zucker und Hefe. Es riecht wie eine Umarmung. Es riecht wie eine Umarmung. Mein Magen knurrt. Hörst du? Das hört man bis nach Nerlin. Willkommen beim Learn German Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Anna. Und ich brauche sofort Kohlenhydrate. Carbohydrates. Lass uns reingehen. Oh nein. Schau dir das an. Die Schlange ist riesig. Die Leute stehen bis zur Tür. Das ist normal am Sonntagmorgen. Die Deutschen lieben ihr frisches Frühstück. Wir müssen uns anstellen. Ich hasse warten. Kann ich mich vordrängeln? Bist du verrückt? Niemals. Vordrängeln ist in Deutschland ein Verbrechen. Die Oma da vorne wird dich mit ihrem Stock schlagen. Okay, ich warte. Aber ich schaue mir schon mal die Auslage an. Während wir warten, lernen wir Wörter. Ich sehe was du nicht siehst. Das ist die Theke. Die Theke, da liegt das Gold. Dahinter steht die Bäckerei-Fachverkäuferin. Die Bäcker was? Das Wort ist zu lang. Bäckerei-Fachverkäuferin. Aber wir sagen einfach die Verkäuferin. Puh, die Verkäuferin. Sie sieht gestresst aus. Lukas, wir sind gleich dran. Aber schau dir das Regal an. Da sind 50 verschiedene Brote. Dunkel, hell, rund, eckig, mit Körnern, ohne Körner. Ich bin überfordert. Keine Panik. Ich bin dein Guide. Es gibt 3 Hauptkategorien. Weizenbrot, hell und weich. Roggenbrot, dunkel und kräftig. Vollkornbrot, sehr gesund, sehr hart. Vollkornbrot? Du meinst den Ziegelstein? Ja, man muss lange kauen, aber es gibt Power. Was ist das für ein Geräusch? Bauen die hier ein Haus? Das ist die Brotschneidemaschine. Wenn du ein ganzes Brot kaufst, fragt die Verkäuferin, geschnitten oder am Stück? Geschnitten oder am Stück? Ich habe kein gutes Messer zu Hause. Ich nehme es geschnitten. Okay, du bist dran. Bestell ein Roggenbrot. Benutz ich hätte gern. Der nächste bitte, was darf sein? Guten Morgen. Ich hätte gern das dunkle Brot da. Das Bauernbrot? Ja, genau, das Bauernbrot. Geschnitten oder am Stück? Geschnitten bitte. Gerne. Darf es noch etwas sein? Lukas, ich will Brötchen. Achtung, Anna, wir sind hier im Nordwesten. Wir sagen Brötchen. Wenn du in Bayern bist, sagst du Semmel. In Berlin sagst du Schrippe. Schrippe? Das klingt lustig. Ich bleibe bei Brötchen. Es gibt so viele. Welche soll ich nehmen? Hier sind die Klassiker. Das normale Brötchen, das Mohnbrötchen, Achtung, Zähne werden schwarz. Das Sesambrötchen, das Kürbiskernbrötchen, das ist mein Favorit. Ich will das mit dem Käse obendrauf. Das ist ein Käsebrötchen. Sehr lecker, aber fettig. Wir üben Zahlen im Akkusativ. Ich sage, was du willst. Du bestellst. Du willst 5 normale Brötchen. Ich hätte gern 5 normale Brötchen. Du willst 2 Käsebrötchen. Ich hätte gern 2 Käsebrötchen. Du willst ein Croissant. Ich hätte gern ein Croissant. Lukas, schau nach rechts. Die Kuchen, die Torten. Ich glaube, ich bin im Himmel. Ja, deutsche Bäckereien sind berühmt für Teilchen. Was ist das Runde mit dem Zucker oben? Das ist ein Berliner.
gefüllt mit Marmelade. Ein Berliner? Ich dachte, Berliner sind Menschen aus Berlin. Esse ich einen Menschen? Nein, JFK hat gesagt, ich bin ein Berliner. Das war lustig, weil er eigentlich sagte, I am a donut. Ich will einen Berliner. Und ich will dieses Ding mit den Streuseln. Das ist ein Streuseltaler oder Puddingbrezel. Sehr süß, sehr klebrig. So, wir haben das Brot und die Brötchen. Sonst noch etwas? Ja, ich nehme noch 2 Berliner und einen Streuseltaler. Und einen Kaffee dazu? Oh ja, Kaffee ist lebenswichtig. Zum Mitnehmen oder zum Hieressen? To take with or to eat here. Lukas, es regnet draußen. Lass uns hier essen. Zum Hieressen bitte. Wenn wir es mitnehmen, to go, müssen wir oft Pfand für den Becher zahlen. Deutschland liebt Recycling, aber hier bekommen wir Tassen. Das macht dann 18,50 € bitte. Kein Problem. Ich zahle mit Apple Pay. Tut mir leid, keine Karten, nur Barzahlung. Das Gerät ist kaputt. Was? Keine Karte? Lukas, ich habe kein Bargeld. Ich habe nur mein Handy. Das ist peinlich. Die Leute hinter mir gucken schon böse. Typisch Deutschland. Nur Bares ist Wahres. Keine Sorge, Anna, ich rette dich. Hier sind 20 €. Stimmt so. Was heißt stimmt so? Keep the change. Das ist Trinkgeld. Lukas, dieser Berliner ist fantastisch. Die Marmelade ist überall in meinem Gesicht, oder? Ja, du siehst aus wie ein kleiner Vampir. Aber es schmeckt, oder? Es schmeckt nach Glück. Danke, dass du bezahlt hast. Lektion gelernt, immer Bargeld dabei haben. Was haben wir heute gelernt? Anstellen, ich hätte gern, geschnitten oder am Stück, zum Mitnehmen oder hier essen. Und nur Bares ist Wahres. Das war unser Ausflug in die Bäckerei. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch Hunger. Eure Hausaufgabe. Geht zum Bäcker oder stellt es euch vor. Bestellt 3 verschiedene Dinge auf Deutsch. Ohne Angst. Und wenn ihr nicht wisst, wie es heißt, zeigt mit dem Finger und sagt, das da bitte. That one there, please. Das funktioniert immer. Guten Appetit, liebe Zuhörer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.